Hallo, mein lieber Schütze, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Schütze, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes neues Jahr 2025 und ich hoffe, dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und vor allem, dass ihr auch mutig seid, euren Weg zu gehen, das heißt eure Ziele auch anzustreben, wirklich auch zu erreichen. Ja, lieber Schütze, wir schauen uns heute dein Jahr 2025 an und zwar schauen wir uns ein bisschen die Energien an, die wichtig für dich sind, zu wissen, was für Themen begleiten dich auch. Denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Hör da ganz fest auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Ja, lieber Schütze, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Lieber Schütze, dein Jahr 2025, wo darfst du hinschauen? Was ist wichtig für dich? Lieber Schütze, dein Jahr 2025, was darfst du dir zu Herz nehmen? Lieber Schütze, wir haben, schauen wir mal, Ass des Handelns. Lieber Schütze, der Schutzengel kündigt eine Zeit wundervoller neuer Möglichkeiten im Bereich deiner Kreativität, Karriere oder bezüglich der Realisierung deines Traumes an. Dies ist eine Karte des Handelns. Falls du bisher eher gezögert und Dinge aufgeschoben hast, ist es jetzt an der Zeit, aktiv zu werden. Zudem ist jetzt der perfekte Moment, ein neues Geschäft zu starten. Vertraue auf deine Fähigkeiten. Lieber Schütze. Also falls du schon länger mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen oder vielleicht auch nebenberuflich zuerst etwas aufzubauen, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu starten. Natürlich nicht einfach von heute auf morgen in etwas impulsiv reingehen, sondern mit Planung. Aber mach jetzt den ersten Schritt. Falls du schon geplant hast, die Vorbereitung schon gemacht hast, ist jetzt die Zeit für den ersten Schritt, also den weiteren Schritt. Es ist wirklich an der Zeit. Und ich sehe auch, dass die Karte dich daran erinnern möchte, so ein bisschen mehr kreativ zu sein. Ja, dir vielleicht auch mehr Zeit zu nehmen für deine Träume. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen für deine Träume? Wann hast du das letzte Mal etwas dafür getan? Und ich sehe ganz stark, dass es in diesem Jahr an der Zeit ist, deine Träume zu verwirklichen. Mehr zu glänzen, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dein Licht scheinen zu lassen, weil Schütze ist ja Feuerenergie und Schütze hat was ganz Besonderes. Wenn sie ihre Energie wirklich leben, dann können die inspirieren, die sind dann einfach so ein Licht. Die können entdecken, die haben große Träume, große Ziele, aber manchmal haben sie eben eine Hemmung. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Wassermann. Der Wassermann hat ja auch Visionen und Träume und möchte auch losgehen, aber manchmal halt die Hemmung, anders zu sein, die Hemmung, Träume auszusprechen, ist halt da, oder? Und der Schütze hat das eben auch. Und der Schütze hat manchmal noch, also nicht immer, aber hat manchmal noch die verrückteren Träume oder Wünsche, aber hat leider von der Gesellschaft oft eine Hemmung, wie eine Art Kette bekommen. Und ich sage ja immer, Schütze ist der Reisende. Der Schütze muss das Leben entdecken. Das ist ganz wichtig. Schauen wir mal, was gibt es sonst noch zu wissen? Lieber Schütze, deine Energie, was ist sonst noch wichtig? Wir haben Resonanz und die Macht der Gemeinschaft. Die Macht der Gemeinschaft, wer hatte das auch? Ich glaube, es war Skorpion. Falls du es mit einem Skorpion zu tun hast oder du Skorpion in deinem Chart hast, kannst du dir auch noch anschauen. Die Karte sagt ganz klar, dass es dich irgendwo wahrscheinlich hinziehen wird im Jahr 2025. Und es kann auch ein Thema sein, vielleicht auch ein Ort, kann auch ein Ort sein, nämlich wahr.
Geh dorthin. Dort, wo es dich hinzieht, verbinde dich dort mit Menschen oder zu diesem Thema. Weil Resonanz irgendwo zieht es dich hin, entweder zu einem Gebiet, vielleicht auch zu einem Menschen, einem Ort, zu einem Thema. Schau dir das an. Es ist wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass das wie mit dir matcht. Dass es wie, du merkst sofort, das ist deins. Du fühlst es richtig, dass es deins ist. Wenn du das fühlst, kann es eine Art Seelenheimat oder auch eben, es kann auch ein Thema sein, nimm es an. Schauen wir mal weiter. Lieber Schütze, was ist dein Hauptthema im Jahr 2025, was dich das ganze Jahr über begleitet? Was kommt immer wieder zurück? Welches Thema? Lieber Schütze. 7 der Schwerter. Bube der Schwerter. Ehrlich sein. Zu dir selbst. Dir treu bleiben. Dein Thema. Bleib dir selbst treu. Sei ehrlich zu dir. 7 der Schwerter kann auch auf das Thema Vertrauen hindeuten, dass dein Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Das heißt, vertraust du deinen Fähigkeiten? Vertraust du deinem Partner? Vertraust du vielleicht dem Leben oder den Umständen oder was auch immer? Es kann sein, dass das Thema Vertrauen bei dir so ein bisschen geprüft wird oder vielleicht bekommst du Situationen, wo du merkst, wo du mehr am Thema Vertrauen arbeiten darfst. Und mit Vertrauen meine ich nicht, dass du naiv wirst und einfach Ja und Amen sagst und alles mit dir machen lässt. Das meine ich nicht. Ich meine, dass du dir vor allem auch selbst vertraust, dass du erkennst, was der richtige Weg ist, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du auf dein Bauchgefühl hörst, dass du dich auch nicht von anderen Menschen oder Situationen beeinflussen lässt, dass du dich nicht manipulieren lässt. Es geht darum. Erkenne Manipulation, erkenne Selbstlüge, erkenne Masken. Es geht darum, Masken fallen zu lassen, dein wahres Ich zu zeigen und auch Masken von anderen erkennen. Kann auch sein, dass du ganz viele Spiegelmomente erlebst im 25. Ja, Spiegelmomente nehme ich wahr. Schauen wir mal, 7 der Schwerter, warum als Hauptthema? 8 der Kelche, es ist Zeit, etwas hinter dir zu lassen. Eben bei dir nehme ich einfach irgendeinen Ort wahr, heißt auch nicht. Natürlich wird es nicht bei allen sein, aber bei einigen sehe ich, es geht um einen Ort. Ja, es kann auch ein anderes Land sein, muss nicht, aber es geht um einen Ort. Was vielleicht wichtiger ist, als du denkst. Weil dort vielleicht alte Erinnerungen aus deinem Vorleben gespeichert sind oder Energien. Aber ich sehe, dass es an der Zeit ist, irgendeine Art Zyklus zu schließen, also zu beenden. Das heißt, wenn du merkst, dass du ein Thema hast beim Thema Arbeit und du sagst, du möchtest jetzt eine neue Anstellung suchen oder ja angehen, dann wirklich aufpassen, dass du nicht wieder ins gleiche Schema reingehst. Also wirklich, dass sich Dinge nicht wiederholen. Das geht auch ein bisschen darum, habe ich das Gefühl. Weil es zeigt, eben auch der Kelche zeigt an, dass es sich dir ein neuer Weg zeigt. Aber die Frage ist einfach, ob du diesen Weg siehst, ob du diesen Weg gehen möchtest, weil hier eine Art Selbstlüge vielleicht da ist oder dass du diesen Weg wie vermeiden möchtest. Aber es zieht dich eigentlich dorthin. Also gib Acht in diesem Jahr, wo zieht es dich hin? Und es zieht dich nicht einfach nur so einen Tag hin, sondern konstant. Schauen wir mal, welche Herausforderungen kommen auf dich zu für das Jahr 2025. Wo darfst du besonders hinschauen? Lieber Schütze. Wir haben König der Münzen, den Gehängten und 9 der Stäbe. König der Münzen, das Thema Verwurzelung, Fundament. Dann haben wir das Thema Wissen, wer man ist. Und vor allem
der Gehängte ist auch so ein bisschen, oder? Der Gehängte steht ja kopfüber. Der Gehängte kann manchmal auch darauf hindeuten, dass man halt einfach ein bisschen anders ist und dass man vielleicht Dinge anders sieht oder Dinge sieht, die andere eben nicht sehen. Und der Gehängte hat Mühe, also im Schatten gelebt, hat er Mühe, seine Bedürfnisse oder wirklich so zu sein, wie er ist, weil der merkt, dass er halt anders ist und dass viele ihn nicht verstehen. Und darum neigt der Gehängte im Schatten, Bedürfnisse von anderen zu kopieren oder das zu machen, was andere wollen. Natürlich unbewusst, oder? Es passiert nicht bewusst. Und der Gehängte hat aber eben eine ganz einzigartige Sichtweise auf die Welt oder auf Dinge, Situationen, aber dieses Vertrauen zu haben, das zu leben, ist auch so ein bisschen Wassermann-Energie, der Gehängte. Das zu leben, das ist eben die Lernaufgabe. Und ich sehe, dass es ein bisschen dein Thema ist in diesem Jahr, also wirklich das Thema Erdung, vielleicht auch sogar das Thema Finanzen, endlich mal ein finanzielles Polster zu erlangen, das Thema vielleicht angehen oder Erdung, starke Erdenergie und wissen, was will ich? Was will ich? Wer bin ich eigentlich? Was bin ich für ein Mensch? Was möchte meine Seele? Was sind meine Träume? Weiß ich, was meine Träume sind? Solche Fragen. Und ich sehe auch, dass hier eine Hemmung ist. Eine Hemmung oder eine Zurückhaltung, vielleicht Angst vor Ablehnung, Angst vor nicht genug zu sein. Und diese Themen kommen. Aber gleichzeitig, denk daran, hinter jeder Herausforderung ist auch immer ein Potenzial vorhanden. Das heißt, du hast die Chance, ein Fundament zu kreieren, auch ein finanzielles. Du hast die Chance, deine einzigartige Sichtweise oder Denkweise hinauszutragen und raus aus der Stagnation zu kommen und Mauern fallen zu lassen. Also du hast die Chance dafür, lieber Schütze. Ganz klar, aber es fällt dir vielleicht nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, es ist Zeit, irgendeine Maske fallen zu lassen, mehr du zu sein. Stück für Stück natürlich in deinem Tempo. Falls es um das Thema Liebe geht und du in einer Dreiecksgeschichte bist, sehe ich, dass genau diese Dreiecksgeschichte, ja, dass sie dich ganz stark blockiert. Also ich sehe, dass das Thema Ehrlichkeit, das Thema Betrug dann sehr wichtig, also dominant ist das Thema. Einfach wenn du in einer Dreiecksgeschichte sein solltest und dass dich das ganz stark blockiert. Also wie soll ich sagen, es führt dich in eine Stagnation. Und es führt auch dazu, dass du vielleicht das Vertrauen verlierst. Also falls du in einer Dreiecksgeschichte sein solltest, sehe ich, dass es eigentlich an der Zeit ist, vielleicht eine Entscheidung zu treffen und ja, ehrlich zu sein. Und 6. Schwert deutet darauf hin, dass es an der Zeit ist, das Ufer, wo sich schwer anfühlt, zu verlassen, in eine Leichtigkeit zu gehen, in Richtung Glück. Also falls du in einer Dreiecksgeschichte sein solltest, frage dich ganz ehrlich, bist du wirklich glücklich? Wo findest du dein Glück? Und mit Glück meine ich nicht nur, dass du glücklich bist in deiner Vorstellung, sondern im wahren Leben. Nicht nur in den 4 Wänden oder auch nicht nur für 2 Stunden, sondern generell bist du glücklich. Nicht wenn du es dir eben vorstellst, sondern so wie es gerade ist. Und hier gilt es einfach, falls du das hast, da wirklich hinschauen, weil es führt dich, ich habe das Gefühl, dort braucht es starke Veränderung. Falls du jetzt nicht in einer Dreiecksgeschichte bist, sehe ich, dass es auch um das Thema Erfolg geht, dass du dir auch vorstellen kannst, erfolgreich zu sein. Ich sehe, dass einige Mühe haben, sich das vorzustellen oder zu visualisieren, sei das Erfolg in der Liebe, Erfolg im Beruf. Ich sehe auch, dass hier in dir drinnen eine
etwas sehr, also eine ganz krasse Vision liegt oder vielleicht auch Kreativität oder Schöpferkraft oder auch Passion, Leidenschaft, aber man hat Mühe, einfach darauf zuzugreifen. Und da darfst du wirklich mehr darauf vertrauen und darauf zugreifen, weil es ist da. Ich sehe auch, dass du sehr viel zu geben hast. Also falls du Single bist, ich sehe, dass in dir etwas schlummert und das möchte einfach hinaus und vielleicht auch Angst haben, zu viel zu sein. Da loslassen, wenn du das hast. Ich sehe auch eben das Thema Vertrauen, Mauern erkennen und dich so ein bisschen langsam an das Thema Vertrauen wieder herantasten, zu kopflastig. Also verlasse so ein bisschen den Kopf, lebe so ein bisschen mehr dein inneres Feuer, habe ich das Gefühl. Was ist wirklich Zeit, dass du Mauern so ein bisschen fallen lässt. Und Mauern fallen lassen heißt eben nicht, dass du naiv wirst. Das heißt, dass du auch Nein sagen kannst, dass du gesunde Grenzen setzen kannst, wenn es nötig ist, aber dass du frei bist, dass du den Weg gehen kannst, den du gehen möchtest, dass du Verbindungen auch zulassen kannst. Und wenn du merkst, Verbindungen dir nicht gut tun, dass du dann auch Nein sagen kannst und gehen kannst. Das ist wirklich dieses Vertrauen in sich und diese innere Stärke. Und das Thema begleitet dich ganz stark und es wird dich irgendwo hinziehen und du wirst es merken und verfolge mal dort, wo es dich hinzieht. Was ist dein Rat, lieber Schütze, dein Rat? Ja, verfolge deine Wünsche. Verfolge deine Träume, weil ich sehe hier den Erfolg. Verfolge deine Träume, deine Wünsche. Wenn du sagst, du hast keine Träume, keine Wünsche, dann hol sie dir zurück. Jeder Mensch hat Träume und Wünsche. Es kann manchmal sein, dass man nicht darauf zugreifen kann, wenn wir wie in einer Art Trott gefangen sind oder wie im Schatten gefangen sind. Im Nicht-Selbst. Gib dem Raum, dass sich das zeigen darf und du kannst dir ja auch als Ziel setzen. In diesem Jahr möchte ich meine Träume wiederfinden. Und dann darf es sich dir zeigen. Du musst sie ja noch nicht erfüllen, einfach mal, dass sie sich dir zeigen, dass du sie greifen kannst, vorstellen kannst. Was liegt im Schatten? Was möchte sich dir zeigen? Wird sich dir vielleicht auch zeigen, aber hast du nicht auf dem Schirm. Oh. Falls du das Thema Liebe hast, könnte hier eine Entscheidung kommen, eine Entscheidung zwischen Abhängigkeit, Gewohnheit oder auch eine Entscheidung aus dem Herzen, aus der Liebe. Es kann auch sein, dass du wie zwei Verbindungen hast. Eine Verbindung ist eher körperlich, vielleicht eher sehr emotional, Achterbahn. Und die andere Verbindung ist eher sanft, liebevoll, tief, ist mehr vielleicht eine emotionale, also eine Seelenbindung und das andere ist eher eine körperliche, sehe ich. Es kann sein, dass so eine Entscheidung kommt oder auch beruflich, dass beruflich eine Entscheidung kommt, den sicheren Weg, wo ich mich gefangen fühle und nicht zufrieden bin, aber es ist halt vielleicht eine Art Abhängigkeit da, auch vom Glaubenssatz. Oder gehe ich meinen Herzensweg? Also hier zeigt sich eine Entscheidung, Kopf oder Herz. Das ist so ein bisschen die Energie. Ja, mein lieber Schütze, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.